Hallo zusammen, hi everyone. Ich habe ja gesagt, ich mache nochmal ein Bild. Ich habe ja wieder einen Keilrahmen mit 30 auf 30 cm mit I Love Art angerührt, den Menükleber, für die, wo es noch nicht gesehen haben. Habe hier einen großen Becher mit Weiß, habe jetzt hier Echtgelb, Türkisgrün, dieses Ockergelb und Havanna Braun. Ich werde dieses Mal kein Alkohol, kein Silikon reinmachen, weil es doch zu arg ausgeartet hat. Und weil natürlich der Vinylkleber teilweise zu dünn angerührt ist durch das Weiß und es ziemlich ausdehnt. Aber okay, das war im Prinzip das vorige Bild. Ihr könnt es gern sehen, falls ihr es nicht gesehen habt. Ich verlinke es einfach euch mal oben rechts, dann schauen wir mal. Okay, lasst uns starten. Nehmen uns einfach Weiß, wie gesagt, etwas dünner angerührt. Lassen wir noch ein bisschen drin. Lasst das jetzt erstmal über die Fläche verlaufen. Ich hoffe, mir reicht das Weiß auch noch. Sonst habe ich die A-Karte. Ups, da habe ich schon farbig gemacht von die Handschuhe. Nicht so schlimm, da kommt noch mehr. So, ich nehme noch ein bisschen Weiß. Hatte ich etwas zu wenig drauf gemacht. Also ist jetzt auch ein Keilrahmen, der 3,8 cm hoch ist. Kommt vielleicht dann auch ein bisschen besser. Okay. Ich sehe jetzt eigentlich keine Luftblasen drin. Ich könnte jetzt natürlich mit dem Föhn auch nochmal die Luftbläschen rausmachen. Da habe ich vielleicht eine. Aber ist okay so. Okay, was ich vielleicht falsch gemacht habe im letzten Bild. Zu viel Farbe, wie immer. Ich putze ich bestimmt mal meine Handschuhe ab. Und das werde ich jetzt verhindern, und zwar nehme ich in meinen kleinen Becher hier. Wie gesagt, hellere Farben, also Echtgelb, viel helle Farben, etwas Türkis, dann dieses Ockergelb und ein bisschen Havanna Braun. Ich nehme mal fast schon wieder zu viel Farbe. Das ist Wahnsinn, was ich da mache. Pass mal auf, jetzt mache ich das nämlich anders. Sonst ist mir das zu viel. Okay, ich nehme jetzt hier nochmal ein bisschen Weiß. Da ist auch schon wieder was getropft. Jetzt nehme ich wieder einen ganz normalen Föhn, also kein Heißluftföhn, sondern einen normalen Föhn. Und verpuste es etwas auf mittlere Stufe. Jetzt ein bisschen stärker. So, wie gesagt, nicht so viel machen mit dem Föhn, weil sonst habt ihr eine Farbpampe, also eine Farbmischung, die nicht so schön aussieht.
werde da noch ein bisschen was probieren. Mit dem Röhrchen. Ein bisschen Struktur noch reinzubekommen. Aber jetzt schaut mal hier, es hat wirklich Zellen gegeben ohne Silikon. Natürlich durch die Luft. Mit dem Mund geht es gar nicht wirklich. Da wollen wir jetzt das Bau noch ein bisschen hoch. So. Okay. Wie gesagt, ohne Silikon eigentlich Zellen gegeben. Das ist auch mal lustig. Ich mache jetzt noch ein bisschen die Bläschen raus. Okay. Da ist wohl auch schon wieder das Gas alle. Aber einen Moment da. Jetzt könnt ihr das auch mal sehen. Ich könnte es ja auch rausschneiden. Ups. Wenn ich noch Gas drin habe. Hoffe ich doch. Ja, was aber komisch ist, ich muss jetzt echt überlegen, in welches, nicht, dass ich doch im vorigen Bild in Ocker Silikon reingemacht habe, aber eigentlich nicht. Doch, ich glaube, ich muss mein voriges Video nochmal anschauen. Ich habe, glaube ich, in Ocker Silikon rein, dadurch habe ich die Zellen. Muss ich mich korrigieren, genau. Also doch, die Zellen durch das Silikon. Das sieht mir alles noch so geradlinig aus, deswegen puste ich noch ein bisschen rein. Ich soll mal umdrehen. Ja, gehört natürlich auch ein bisschen Übung dazu, ganz klar. Ich mache das ja jetzt auch noch nicht so oft. Aber ich finde es so ganz okay. Also gut, wie gesagt mit Silikon. Aber dadurch auch einen schönen Effekt. Okay, dann würde ich sagen, auch wieder ein schön Negativ Space, kann man so sagen. Da ist auch wieder ein Fleck drin, der gefällt mir gar nicht. Weg mit dir. Ab mit ihrem Kopf. Alter. Okay, cool. Also gut. Ich zeige euch dann mal von daheim. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Also ein Versuch war es wert. So, meine Lieben, ich bin zurück. Jetzt schauen wir uns mal von daheim an. Also ihr merkt auch wieder hier, es ist ziemlich grün geworden. Ihr müsst dann wirklich nur ganz kurz drüber huschen. Einmal richtig drüber blasen und dann war es das. Und der Rest vielleicht mit dem Röhrchen oder wie auch immer machen. Aber es gibt trotzdem schöne Effekte. Und wie gesagt, ich kann nochmal wiederholen, also mit Silikon. So viel ich weiß, ja, ich habe Silikon, glaube ich, in Ocker reingemacht. Das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Okay. Also gut, das war's. Dann wünsche ich euch was. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Also gut, macht's gut, tschüss, bye.